Moin aus dem Wunderland. Wir sind hier heute in Hamburg zu Gast bei der Tagesschau. Seit einiger Zeit ist ja Jan Hofer da nicht mehr tätig und deswegen haben wir jetzt Susanne Daubner dort sitzen. Vor einigen Jahren haben wir die Tagesschau ja hier im Wunderland integriert. Das war ja mit ganz viel Aufwand, weil wir ja hier die Anlage ja schon stehen hatten und deswegen mussten wir hier einen Teil der Anlage wegreißen und haben dort dann das neue NDR-Studio hingebaut. Die große Herausforderung bei unserem kleinen Tagesschau-Studio war dieser gebogene Hintergrund, den man ja aus dem Fernsehen halt kennt. Und wir haben das so gelöst, dass wir hier unter dem Tagesschau-Studio zwei kleine Mini-Beamer verbaut haben. Und die wiederum leuchten nach hinten in einen Spiegel rein. Der Spiegel leitet das Bild wieder weiter in den nächsten Spiegel. Und der zweite Spiegel leuchtet das Ganze von hinten dann aus, also das Display von hinten aus. Und damit kriegen wir dieses Bild hin. Das Komplizierte daran ist aber gewesen, diese beiden Beamer, die wir haben, mussten ja auch aufeinander abgestimmt sein, dass das Bild auf einem Level läuft. Die Beleuchtung in dem Tagesschau-Studio ist für uns auch sehr herausfordernd gewesen, weil ja diese Tresen auch leuchten. Kann man ja sehr gut sehen, die haben am Boden eine Beleuchtung, die haben oben auf der Platte eine leichte Beleuchtung. Und da mussten wir ganz schön viel rumexperimentieren. Man kann auch gar nicht genau sagen, was wir da so explizit gemacht haben, weil manchmal hat man durch so einen Acrylblock eine Lichtbrechung, wenn man die von links oder von rechts oder von oben, von unten ranhält. Alles ist irgendwie immer anders und deswegen muss man da relativ viel rumprobieren, bis man wirklich die perfekte Optik hat, die man haben möchte. Außerdem haben wir noch in der Decke einige Strahler verbaut. Das sind tatsächlich Strahler, die wir originalgetreu nachempfunden haben. Da haben wir uns die 3D-Daten besorgt von dem Hersteller dieser Lampen, damit wir dann halt wirklich auch diese Optik von hier vorne, wenn man hier reinguckt, dass man auch wirklich dieses Feeling hat, man steht mittendrin in diesem Studio. Wenn wir den Knopf drücken, geht die Tagesschau ja los. Machen wir mal. Und hier kann man jetzt schon sehen, zum einen haben wir hier unsere Bodenbeleuchtung. Die wird heller, wenn die Tagesschau-Sprecher die Nachrichten sprechen. Des Weiteren haben wir auch um den Tresen herum eine kleine Beleuchtung. Auch die wird heller, wenn man den Knopf betätigt hat. Und wir haben hier rechts und links diese Leuchtkästen mit dem ARD-Logo. Auch die schalten wir erst an, wenn der Knopf betätigt wurde und die Nachrichten im Grunde genommen losgehen. Um unsere kleinen Nachrichten hier auch darstellen zu können, mussten die natürlich auch aufgenommen werden. Dafür waren wir im echten Tagesschau-Studio vor Ort. Schon ein bisschen geübt, locomotivated. Ein kleines Stück Wunderland kann jetzt auch bei dir auf dem Tisch Platz finden. Nein. Und das, ist das kommt cool. Das ist richtig gut gelungen. Ich müsste mir jetzt wirklich noch mal die Brille aufsetzen. Aber ich habe sogar Schuhe an, ja, mit Absatz. Also das ist ja wirklich original gelungen, ja. Aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass wir da schon sind. Also dass mit einer Tagesschau und dass Jan Hofer da schon als kleine Figur da auch vertreten ist. Das war mir neu. Ich fand es toll, als ich dann hörte, dass es so ist und habe mich umso mehr gefreut, als ich dann gefragt wurde, ob ich jetzt quasi Jan Hofer ablösen darf. Ja, das ist mir eine große Ehre. Natürlich war ich schon im Wunderland, also das wäre schade. Wenn es nicht so wäre, mit meiner Tochter bin ich da gewesen, mit Besuch bin ich schon da gewesen. Aber ich muss gestehen, jetzt gab es eine längere Pause und es ist an der Zeit, dass ich jetzt mal wieder ins Wunderland gehe und schaue, was ihr in den letzten Jahren da an neuen Geschichten erarbeitet habt. Und deswegen komme ich jetzt demnächst vorbei. Meine Lieblingsmeldung, die hebe ich mir auch auf. Die werde ich meiner Enkeltochter dann auch mal vorlesen und sagen, da müssen wir hin. Das ist die sogenannte Bummel, halb Biene, halb Hummel. Sie ist mit etwa 2 Flügelschlägen pro Sekunde unterwegs. Und sie hat 10 Freiluftsitzplätze. Da würde ich mich auch gerne mal reinsetzen. Das fand ich auch cool. Vom Knuffingen Airport zu fliegen mit der Fluglinie Bum Air. Also das ist Fantasie, das ist Wunderland und das ist das, was die Menschen ja auch so schön finden. Also wirklich vom Kleinkind bis zum Erwachsenen bis hoch 80, 90, das könnt ihr viel besser sagen. Ihr wisst, was ihr täglich an Publikum da habt und das geht ja durch
durch jedes Alter. Und da darf man mal wieder Kind sein, wenn man zu euch kommt. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier nichts kaputt machen. Und jetzt ist unser Tagesschau-Studio komplett. Jetzt, wo das Dach drauf ist, kann man natürlich auch schon besser erkennen. Es ist viel dunkler in dem Studio und jetzt wird man auch die Lichteffekte natürlich viel besser wahrnehmen können, wenn wir den Knopf drücken. Apropos Knopf drücken, wir haben vor einigen Tagen zusammen mit dem Team von der Tagesschau unsere neuen Wunderland-Nachrichten hier feierlich eröffnet. Wir hatten sogar schon mal vor 9 Jahren, 2015, da hätten wir das niemals für möglich gehalten, dass die Tagesschau Einzug in so eine verrückte Welt wie das Wunderland nimmt. Das war verrückt, weil wir dachten, Mensch, das machen die nicht. Das ist irgendwie zu abgedreht und zu anders, da gibt es Richtlinien und so. Und ja, dann hat 9 Jahre lang Jan Hofer eine eigene Tagesschau bei uns gesprochen mit Themen aus dem Wunderland. Dann war es irgendwann mal an der Zeit, das zu erneuern. Und haben wir wieder miteinander gesprochen, wieder auf Augenhöhe, wieder ganz liebevoll, ganz nett, ganz verrückt verspielt und sind wieder begeistert, dass es erneut zu einer Neuauflage kommt. Und jetzt mit Susanne Daubner, das Gesicht der Tagesschau. Und ich sehe hier alle Generationen, ganz viele junge Menschen, die stehen hier, Eltern erklären ihren Kindern, und das fällt dann wirklich so, dieses Wort, das ist die wichtigste Nachrichtensendung in Deutschland. Und dementsprechend sind wir uns wahnsinnig stolz darauf, dass wir gleich so hohen Besuch heute bei dieser Eröffnung haben. Ja, vielen Dank für die große Ehre, die wir auch haben, dass wir Teil dieses tollen Platzes sind, dieses tollen Ortes, den Sie geschaffen haben oder mit gegründet haben. Und es ist für uns ja inzwischen schon eine Tradition, hier zu sein. 9 Jahre ist ja in der Tat eine Tradition. Dort, wo die Menschen sind, will auch die Tagesschau sein. Nachrichten für alle machen, alle in der Gesellschaft. Das ist der öffentlich-rechtliche Auftrag, so wie wir ihn jeden Tag leben. Die Tagesschau gehört zu Hamburg. Das Miniatur Wunderland gehört zu Hamburg. Ihr seid die beliebteste und begehrteste Sehenswürdigkeit in Hamburg. Wir haben die meisten Zuschauer jeden Abend, also das passt wunderbar zusammen. Und mit Susanne Daubner haben wir jetzt auch noch das prominenteste Gesicht von uns auch noch hier. Das macht uns wahnsinnig stolz. Es ist für mich auch eine Ehre, heute hier zu sein, aber ich stehe ja stellvertretend für alle Tagesschau-Moderatoren, für das ganze große Team, wo die vielen Redakteurinnen und Redakteure, die Technik, die Grafik, die Inlandskorrespondenten, die Auslandskorrespondenten dazu gehören. Und ich bin quasi stellvertretend für alle. Herzlich willkommen zur Tagesschau im Miniaturwunderland. Ja, und vor Ort in Rio ist mein Kollege Frederik Braun. Welche Themen greifen die Samba-Schulen denn in diesem Jahr auf? Ja, das ist wirklich ein absolut buntes Treiben hier bei uns heute im Sambo. Sehr glaubwürdig, sehr authentisch. Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe. Ich versuche es jetzt mal so. Es ist nicht einfach, aber ich bin hier, musste ja mal ein Praktikum machen. Ich schaffe es nicht mal, mich an meinen Standort zu bringen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Um die neuen Wunderland-Nachrichten zu sehen, müsst ihr gar nicht hierher kommen, sondern wir haben sie euch hier verlinkt. Und da könnt ihr euch sie ja mal angucken. Und dann sagt ihr uns mal, was ihr davon haltet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns vielleicht auch irgendwann mal im Wunderland.